Herzlich willkommen in Kalifornien. Mein Name ist Heino Ferch und ich bin hier in San Francisco. Ich wette, fast jeder von Ihnen verbindet mit dieser Stadt irgendetwas ganz Besonderes. Die spanisch-mexikanische Geschichte, die Cable Cars, der Goldrausch von 1848, die Golden Gate Bridge, die Hippie-Bewegung, die Regenbogenflagge oder einfach irgendein Lied im Hinterkopf. So geht es mir jedenfalls. Ihnen auch? Ich bin schon ganz aufgeregt, was mich die nächsten Tage erwartet und ich hoffe, Sie begleiten mich. You're welcome. Mit rund 1 Million Einwohnern ist San Francisco eine der größeren Städte in den USA und vielleicht die unamerikanischste von allen. Viele, die sich nur auf der Durchreise wähnten, sind hier sesshaft geworden. Das Motto aller Anything Goes. Alles geht hier in San Francisco. Alles so schön bunt hier. In Haight-Ashbury befand sich in den 1960ern das Mekka der Flower-Power-Bewegung. Hippies aus aller Welt zelebrierten mit Musik und Drogen ihren persönlichen Summer of Love. Ich habe mir Verstärkung geholt. Neben meiner Tochter Luise ist Frank mit von der Partie. Er kommt ursprünglich aus Trier, verliebte sich 2012 Hals über Kopf in San Francisco und ist geblieben. Mit Leib und Seele ist Frank Tourguide. Und hier siehst du Alice im Wunderland. Also San Francisco wurde wirklich wie das Wunderland gesehen. Und Nummer 2, die hat Pilze, die sie isst, die sie kleiner oder größer machen. Das heißt das ganze Psychedelische. Okay, Frank. Also jetzt bist du aber dran. Jetzt wollen wir mal wissen, in 2 Sätzen, vielleicht 3. Was ist die Faszination von San Francisco? Was ist die Faszination? So ziemlich alles. Aber die größte Faszination ist, dass du hier komplett du selber sein kannst. San Francisco ist eine Stadt von vielen Städten. Wir haben ganz viele Nachbarschaften, die eine völlig andere Energie haben, die eine völlig andere Lebensweise haben. Und das ist hier das Besondere. Du kannst in North Beach sein und hast sehr viele Leute, die viel Geld haben, sehr viele junge Leute aus der Tech-Industrie. Du kannst hier im Haight-Ashbury sein und du hast sehr viele Leute, die nicht viel Geld haben, trotzdem aber kreativ sind und einfach aus der Stadt das machen, wo überall erzählt wird von. Okay. In den Herzen stehen die Namen der wichtigsten Vertreter der alternativen Gegenkultur damals. Timothy Leary ist der interessanteste von allen. Das war nämlich ein Universitätsprofessor, der dann irgendwann zu viel Mushrooms, also zu viele, wie heißt es im Deutschen? Pilze, genau, der zu viele Pilze gegessen hat und irgendwann zu einem richtigen Hippie-Guru wurde. Das heißt, er hat seinen Job aufgegeben und hat seinen Leuten beigebracht, wie sie schön berauscht sein können. Okay, hier haben wir jetzt auch ganz berühmte Namen. Danny Glover genau. Sagt uns was. Und da oben natürlich Jimi Hendrix. Auch Janis Joplin, die Mitglieder von Grateful Dead und Jefferson Airplane hatten hier ihren Wohnsitz und prägten die damalige Musikszene. Haight-Ashbury hat in den vergangenen Jahren wieder etwas zurückgefunden zum alten Hippie-Flair. Jeder möchte ein Stück vom Kuchen abhaben. Und so kommt es zu teilweise recht originellen Wortschöpfungen. Ob Thailänder unter den Hippies waren? Keine Ahnung. Vor uns seht ihr gerade die berühmtesten Beine von San Francisco oder vielleicht von der ganzen Welt. Und derjenige, der hier das Geschäft hat unter den Beinen, der ist Deutscher, der ist leider gestorben vor kurzer Zeit, aber der kam hier während der Hippie-Zeit hin und hat seinen Laden eröffnet. Und irgendwann stand er halt bekifft davor, guckt hoch, sieht die Beine seiner Freundin baumeln und denkt so, oh, okay, die Beine will ich haben und eine Freundin von mir macht mir die. Genau. Mittlerweile lebt er leider nicht mehr. Mit Frank geht es jetzt steil nach oben. San Francisco ist die Stadt der spektakulären Ausblicke. Sein Geheimtipp? Tank Hill. Benannt nach einem Wassertank, der früher einmal hier oben stand. Nach dem Aufstieg belohnt uns Frank mit einem 270-Grad-Panorama. Der Hammer. Und wenn ihr jetzt nach rechts guckt, dann seht ihr halt komplett Downtown und die ganzen hohen Gebäude, Salesforce, was das größte Gebäude ist, Transamerica Building in North Beach und der Berg davor, Corona Heights, so heißt der.
Und wenn du hier rüber guckst, weiter, dann ist da die Golden Gate Bridge. Genau, ein bisschen zu sehen. Ganz genau. In die Richtung ist Castro. Da hinten siehst du auch schon, seht ihr schon die Flagge. Das ist die Rainbow Flag. Da unten. Das ist das Castro, ganz genau. Das ist die Geburtsort der LGBTQ-Szene in Amerika. Nach dem Summer of Love 1967 in Haight-Ashbury entstand im benachbarten Castro das Lesben- und Schwulenviertel. Benannt ist der Stadtteil nach einem mexikanischen Soldaten, der 1775 an einer spanischen Expedition nach Kalifornien teilnahm. Stolz wehen überall hier die Regenbogenfahnen, die Homosexuelle 1978 zum ersten Mal hissten. Und auch beim Überqueren der Straße weisen uns Regenbogenfarben den Weg. Und immer wieder müssen wir darauf vorbereitet sein, Unerwartetes zu erblicken. An der Ecke Castro und Market Street befindet sich das Castro Theater von 1922, eines der ältesten Filmpaläste in San Francisco. Das Denkmal für den Freiheitskämpfer Miguel Hidalgo symbolisiert den kulturellen Stolz dieses Stadtviertels. In Mission wohnen vor allem Mexikaner. Die Mission Dolores gehörte zu den spanischen Missionen in Kalifornien. Namensgeber für die Mission und später für die ganze Stadt war der heilige Franz von Assisi. Der Dolores Park bietet einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Der Park, wie könnte es anders sein in San Francisco, hat ein relativ starkes Gefälle. Dieser Kuppelbau entstand 1915 als neoklassizistische Kirche. Heute sind dort profane Eigentumswohnungen drin. Zum Pflichtprogramm in San Francisco gehört natürlich die Cable Car. Sie ist ein Wahrzeichen der Stadt und die letzte handbetriebene Seilbahn der Welt. Wir sind in die Paul-Mason-Linie eingestiegen und genießen den Flair historischer Technik. Handarbeit und Körpereinsatz sind auch heute noch gefragt. Entwickelt in den 1870ern, um die Höhenunterschiede komfortabel zu überwinden, gab es damals sage und schreibe 23 Cable-Car-Linien. Ganze 3 haben den Sprung ins 21. Jahrhundert geschafft. Ein sich ständig bewegendes unterirdisches Stahlseil sorgt für den nötigen Vortrieb der Cable Car. Das Seil greifen und wieder loslassen lautet die Devise. Die Seilbahn befördert jährlich rund 7 Millionen Fahrgäste, wobei es sich überwiegend um Touristen, nicht um Pendler handelt. Hoch hinauf geht es im Four Seasons Hotel an der Market Street. Im 120 Meter hohen Wolkenkratzer sind rund 300 Gästezimmer sowie 140 luxuriöse Eigentumswohnungen untergebracht. Die Präsidentensuite mit ihren 240 Quadratmetern bietet Luxus pur. Dafür sind dann aber auch zwischen 10.000 und 20.000 Dollar pro Nacht zu berappen. Als das Axiom Hotel 1908 entstand, fuhr die Cable Car bereits seit mehr als 30 Jahren. Heute vereint das Boutique-Hotel historische Errungenschaften und Hightech des 21. Jahrhunderts. Astro ist der Roomservice der anderen Art. Ich habe eine Flasche Champagner bestellt. Bereits nach kurzer Zeit klingelt es. Hallo? Yes. Room service. Oh. Hello, sir. Oh, madam. Thank you. Room service.
Sie gehören längst zum Straßenbild. Die fahrerlosen Robotaxis. Waymo von Google ist der Platzhirsch. 800 weiße Jaguare mit den auffälligen Anbauten fahren über die Straßen von San Francisco. Es funktioniert denkbar einfach. In der App gibst du das Ziel an, das Waymo kommt an deinen Standort und dann, Sesam, öffne dich. Und jetzt bitte Knopf drücken. Offen. Eingestiegen wird hinten oder auf dem Beifahrersitz. Das Lenkrad anzufassen ist strikt untersagt. Wenn du jetzt drauf drückst, dann fährt es los. Und dann siehst du, wann wir da ankommen und du siehst die ganzen Autos, die hier fahren. So, und jetzt macht ihr alles selber. Das heißt, jetzt kannst du komplett beobachten hier, wo wir fahren. Und du siehst die Fußgänger, du siehst die Autos. Und jetzt viel Spaß. Du kannst arbeiten, du kannst Texte lesen, du kannst lernen. Und du hast keinen Fahrer, der halt dessen Stimmung du ausgeliefert bist. Oder der dir einen Schnitzel ans Ohr gelassen. Genau. Ich kenne sie aus dem Fernsehen. Also das ist das Abgefahrenste, was ich je erlebt habe. Und das noch abgefahrenste ist, dass man sich nach 7, 8 Minuten ganz normal wieder unterhält, weil die Faszination, dass das funktioniert, ganz normal geworden ist. Und dann fährst du einfach, ohne dass ein Fahrer da ist. Irre. Nach diesem Abstecher in die Zukunft tauchen wir in ein ganz besonderes Viertel ein. Das Dragon Gate ist der offizielle Zugang zu Chinatown. Nach dem Goldrausch 1848 kamen viele Chinesen ins Land, um Eisenbahnen zu bauen, in der Landwirtschaft oder in Fabriken zu arbeiten. Damals waren es erst 15.000, aber heute umfasst Chinatown ungefähr 24 Häuserblock. Und darin wohnen rund 80.000 Menschen chinesischer Abstammung. Das Erdbeben von 1906 zerstörte Chinatown komplett. An alter Stelle entstand ein modernes Viertel im pseudo-chinesischen Stil. Damit wollte die Stadtverwaltung vor allem Touristen anlocken. So, und hier ist sehr, sehr wichtig das chinesische Tierkreiszeichen. Was für ein Zeichen bist du? Hase. 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 Und du? Dragon. Drache. Und ich bin Schlange. Alle drei nebeneinander. Sehr gut. Stimmt das noch? Genau, es geht immer von Februar bis Februar, glaube ich. Genau. Guck mal, du bist Ja, ich bin Wasser. freundlich, Ah, ja. sensitiv, Oh, Aggressive. aggressiv aber auch. nein! Die Dragon Lamps, also die Drachenlampen, gibt es seit 1925. Sie prägen noch heute das Straßenbild. Der Portsmouth Square ist der erste Park in San Francisco, der Anfang des 19. Jahrhunderts entstand. Hier steht eine Nachbildung der Göttin der Demokratie, Erinnerung an die Tiananmen-Proteste 1989 und Mahnmal für Freiheit und Demokratie weltweit. Die Glückskeksmanufaktur liegt etwas versteckt. Frank kennt den Besitzer, Kevin, der deutsche Wertarbeit schätzt. Deutscher Stahl macht gute Kekse. Das ist deutscher Stahl. Sehr gut. Die Keksmaschine ist von 1952. Hier drüben backt die besten Kekse. Deutschland, immer die Nummer 1. Okay. German. Great. German always number one. Fisherman's Wharf gehört genauso zu San Francisco wie die Golden Gate Bridge, die Cable Cars oder Chinatown. Vor allem italienische Fischer prägten in den 1950er Jahren das Bild dieses kleinen Hafenviertels. Heute sind es in erster Linie Fischrestaurants, Souvenirgeschäfte und Seelöwen. Am Pier 39 sind diese kalifornischen Seelöwen die Hauptattraktion. Sie haben einige Anlegestellen am Pier in Beschlag genommen und nutzen diese als Ruheplätze. In
früheren Zeiten war Pier 39 eine ganz normale, vor sich hin dümpelnde Bootsanlegestelle. Heute hat sich das Bild grundlegend gewandelt. Das ganze Jahr über ist hier ein riesengroßer Rummelplatz. Mit Fahrgeschäften und Souvenirläden. Ach ja, Fischrestaurants dürfen natürlich auch nicht fehlen. Am Riesenrad vorbei gehen wir auf ein weiteres historisches Pier. Diesmal mit Fährbogen. Ein verzierter Hebeturm zum Be- und Entladen von Eisenbahnwaggons. Von hier aus haben wir einen guten Blick auf die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz. 30 Jahre war hier das berüchtigste Hochsicherheitsgefängnis der USA. Mit 300 Zellen für Schwerstkriminelle. Alcatraz ist das einzige Gefängnis im Land mit Warmwasserduschen für die Insassen. Boah, werden Sie denken, sind die da drüben aber nett. Aber das Ganze folgt natürlich einem Plan. Mit dem warmen Wasser will man die Häftlinge davon abhalten zu fliehen. Denn das Wasser drumherum ist eiskalt. Seit den 1960ern ist Ruhe eingekehrt auf Alcatraz. Aber wer weiß, ob nicht irgendwann die Systeme wieder hochgefahren werden. Wir nutzen das tolle Wetter und machen einen Ausflug ins Grüne, in den nordwestlichen Zipfel von San Francisco. Vor uns liegen die Seelöwenfelsen und die Ruinen der sogenannten Sutro-Bäder von 1896. Unser eigentliches Ziel ist aber Cliff House, ein ehemaliges Restaurant. Ein Mr. Samuel Shannon hat 1858 $1.500 für Holz bezahlt, das er aus einem Schiff geborgen hat, das hier an den felsigen Küsten von Seal Rock gestrandet war. Er hat damit das allererste Cliff House gebaut. Hier. Surfer mit ihren Brettern, die für sie die Welt bedeuten. Immer diese Kalifornien-Klischees. Südlich von Cliff House befindet sich der Sunset Dunes Park. Wo sich früher Blechlawinen auf dem sogenannten Great Highway entlangwälzten, ist heute ein 3 Kilometer langer Küstenpark als Naherholungsgebiet entstanden. Mitte 2025 eröffnet, ist er das größte Fußgängerzonenprojekt in der Geschichte Kaliforniens. Die Strandpromenade verbindet Erholung, Kunst und Naturschutz. Wo bitte sollen wir den Sonnenuntergang beobachten, wenn nicht hier im Sunset Dunes Park? Der umfunktionierte Great Highway hat uns inspiriert und wir haben uns E-Bikes ausgeliehen, um über die Golden Gate Bridge zu fahren. Wir sind schon sehr gespannt. Der Stadtteil hier im Norden heißt Presidio, größtenteils ehemaliges Militärgelände. Zunächst aber fahren wir am Wasser entlang durch den Aquatic Park. Am Palast der schönen Künste platzen wir in eine mexikanische Quinceañera-Feier, dem 15. Geburtstag der Tochter, im knallroten Kleid. Knallrot? Guck mal, jetzt fangen die an zu tanzen. Der Palast erinnert an eine Technik-Weltausstellung nach Fertigstellung des Panama-Kanals 1914. Vorbei geht es an Fort Mason und dem ehemaligen Flugplatz Crissy Field. Bring mal rüber zur Golden Gate. Mit dem Fahrrad über die Golden Gate Bridge. Ein ganz besonderes Erlebnis. Bei der Eröffnung 1937 war sie die längste Hängebrücke der Welt. Geplant war, sie in gewöhnlichem Grau anzustreichen.
Doch das erdige Orange der Rostschutzfarbe gefiel den Einwohnern von San Francisco so gut, dass der Farbton einfach blieb. Hi. Hi, Hi. I'm Dave Parrish. How Hey, you doing? hello, How hello. are you doing? Can I do a picture of you? Absolutely. Oh yes. That looks great. Just be careful, Okay. because what happens, we want to make sure that you don't trip and do not hit your head on Thank here. you. Okay. So we don't want to do that, okay? Be careful there. can I go in front? Absolutely, not Okay, a problem. let Here me we go. go. Let's go. In dieser knallbunten Zeitmaschine bringt uns Dave zurück in die 1960er. Und das Angenehme, wir fallen hier gar nicht auf. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob mich die Vibes der 60s packen werden. Ich bin auf alles vorbereitet. Where do we go now? Wir fahren bis zum Ende von Haight-Ashbury und dann werden wir weiterfahren zu einem Ort, der heißt Painted Ladies. With the Painted Ladies. Yeah, I heard the- about that. yeah, What's exactly the Painted Ladies? Das ist ein anderes Wort für viktorianisch. 6 Häuser und das Schöne daran ist, dass sie nicht nur das Erdbeben von 1906, sondern auch das von 1989 überstanden haben. Und sie sind im perfekten Zustand. We're going to go check that out right now. Yeah. Das Coole an den Häusern ist, dass es keine Einschränkungen gibt, was die Farbe der Außenfassade angeht. So you can do what you want with the color. Das ist korrekt. Das ist das erste hier, das pinke Haus. Dann das hier, ach, das liebe ich. Das ist grün-beige. Und hier drüben, da ist eins in Burgunderrot mit etwas Gold. Und endlich die Painted Ladies am Alamo Square. Die berühmtesten der viktorianischen Häuser. Dave muss ackern. Servolenkung, Fehlanzeige. Vor uns das Rathaus mit der mächtigen Kuppel. In der Haunted Mansion, dem Geisterhaus, sollen 1967 viele wilde Partys stattgefunden haben. Und später diente es als Vorlage für eine der vielen Attraktionen in den Disney-Parks. Aber der Höhepunkt unserer Tour ist die Lombard Street. Mit ihren 8 Haarnadelkurven gilt sie als die kurvenreichste Straße der Welt. Das natürliche Gefälle des Hügels beträgt sage und schreibe 27%. 180 Meter geht es als Einbahnstraße bergab. Und früher gab es hier sogar Gegenverkehr. Unglaublich. Zu Stoßzeiten müssen Autofahrer bis zu 20 Minuten warten, um in die Lombard einfahren zu können. So, thanks for driving. Well, thank you. Now, what I always do, Applaus für euch. Ihr seid letzten Endes Lombard runtergefahren und ihr habt es überlebt. All right. Tja, liebe Zuschauer, meine Zeit in dieser großartigen Stadt neigt sich dem Ende entgegen. Und was soll ich sagen, war ich bereits am ersten Tag begeistert und bin ich jetzt bis über beide Ohren verliebt in San Francisco. Das liegt einerseits an der spektakulären Lage zwischen Pazifik und der Bucht, andererseits an dem Straßennetz, das immer einer riesigen Berg- und Talbahn gleicht, den charmanten Stadtvierteln und den Bewohnern, die einen mit offenen Armen empfangen und stets charmant und liebenswert sind. Ich mag gar nicht weggehen und werde sicher wiederkommen. Vielen Dank, dass Sie mir zugesehen haben und vielleicht sieht man sich hier in den Straßen von San Francisco. Vielen Dank, Ihr Heino Ferch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked hier oder abonniert den Kanal.